Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein leckeres Rezept aus meiner Schulzeit für euch. Nakkikastike. Das ist so eine Würstchensoße. Es ist sehr schnell und einfach gemacht mit wenigen Zutaten und bei uns in Finnland ist es sehr beliebt. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Für das Rezept brauchst du einen Zwiebel, dann 200 bis 400 Gramm Würstchen. Ich habe 200 Gramm genommen, aber du kannst auch die doppelte Menge nehmen. Dann habe ich hier noch Tomatenmark mit Senf. Schlagsahne, dazu kommt noch die gleiche Menge an Wasser, Olivenöl und etwas Salz, Pfeffer und getrocknete Thymian zum Würzen. Als erstes werde ich die Zwiebel ganz fein hacken und dann eine große Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen. In der Wartezeit werde ich noch die Würstchen vorbereiten. Dann, wenn die Pfanne schön warm geworden ist, den Boden gut mit Olivenöl bedecken und die Zwiebeln dazugeben. Jetzt die Zwiebeln kurz anbraten, bis die weicher werden und etwas Farbe kriegen. Die Zwiebeln wirklich kurz anbraten, bis die eine leichte Farbe bekommen und dann direkt auch die Würstchen dazugeben und weiter braten, bis die Würstchen auch eine schöne Farbe haben. Die Würstchen musst du auch nicht lange braten, die bekommen auch ganz schnell etwas Farbe. Dann noch den Tomatenmark mit Senf dazugeben, Schlagsahne dazugeben und das Wasser dazugeben. Jetzt das Ganze gut vermischen, zum Köcheln bringen und kurz köcheln lassen, bis es etwas dickflüssiger wird. Nach etwa 10 Minuten ist die Soße schön dickflüssig geworden. Wenn die Soße so für dich immer noch sehr flüssig ist, kannst du die Soße noch mit einem Esslöffel Mehl oder Speisestärke verdicken. Wenn du Speisestärke verwendest, dann die Speisestärke erst mit kaltem Wasser verrühren und erst dann in die Soße geben. Und dann noch etwas köcheln lassen, bis die Soße schön dickflüssig wird. Ich mag die Soße so, wie es jetzt ist. Ich mag es nicht, wenn es zu dickflüssig wird. Und jetzt ganz wichtig, abschmecken mit Salz und Pfeffer würzen und wenn du magst, etwas getrocknete Thymian dazugeben. Ich gebe auch noch etwas Petersilie dazu. Ich hatte leider keine frische Petersilie, aber man kann auch tiefgefrorene dazugeben. Und so ganz schnell und einfach ist die leckere Würstchensoße schon bereit zum Servieren. Ich werde jetzt noch Pellkartoffeln dazu kochen und dann die Soße so ganz traditionell mit Pellkartoffeln servieren. Aber die Soße schmeckt auch sehr lecker mit Kartoffelstampf. Ich hoffe, dir hat mein ganz einfaches finnisches Rezept gefallen und wenn ja, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben. Und wenn du an finnischen Rezepten interessiert bist, werde ich für dich alle meine finnischen Rezepte noch hier verlinken. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.